Mit steigender Komplexität des maritimen Verkehrs und zunehmendem Fachkräftemangel wächst der Bedarf an Assistenzsystemen und automatischen Funktionalitäten zur Unterstützung des nautischen Personals. Im Projekt Galileo Nautic 2 Plus wurde ein wichtiger Beitrag zum automatischen Manövrieren in sicherheitskritischen Bereichen wie im Hafen erarbeitet. In Tests konnte gezeigt werden, wie mehrere Fahrzeuge kooperativ nach geltenden Regeln und definierten Sicherheitskriterien einander automatisch ausweichen. 3 Fahrzeuge kamen zum Einsatz: das Forschungsschiff DENEP, der Forschungskatamaran Bernhard Lampe, genannt BELA, und das unbemannte Fahrzeug Messine, das von einem Begleitfahrzeug aus gesteuert wird. Die Tests wurden im Marinehafen in Hohe Düne durchgeführt. Das Ausgangsszenario wurde von der ISSIMS GmbH bewusst so entwickelt, dass es zu einer Kollision zwischen den 3 Fahrzeugen führen würde. Deshalb müssen Ausweichtrajektorien berechnet werden, bei denen die nötigen Abstände zu Hafenanlagen, anderen Fahrzeugen, Maximalgeschwindigkeiten sowie die geltenden nautischen Regeln berücksichtigt werden. Jedes Fahrzeug verfügt über ein Automationssystem mit Modulen für Guidance, Navigation und Control. Als Regler kommt auf jedem Schiff ein modellprädiktiver Regler, ein MPC, zum Einsatz. Ein Sichtsystem visualisiert das Lagebild für alle Fahrzeuge, sodass jeder Fahrzeugführer die Gesamtsituation einschätzen kann. Für die Umfelderkennung werden zusätzlich zu den klassischen Navigationssensoren LiDAR und Radarsensoren eingesetzt. Um ein kooperatives Manövrieren zu ermöglichen, tauschen die Fahrzeuge in einem 5G-Netz Daten aus. Ausweichtrajektorien werden auf der Basis der initialen Manöverpläne nach den vorgegebenen Kriterien berechnet. Zusammen mit einem Entwicklungsingenieur initialisiert der Kapitän der DENEP das automatische, kooperative Manövrieren aller Fahrzeuge, überwacht dessen sichere Durchführung und kommandiert, wenn nötig, den Abbruch. Für eine ausreichende Umgebungswahrnehmung wurden mehrere Sensoren installiert, zum Beispiel 6 LiDAR und ein Radarsensor auf dem Forschungsschiff DENEP. Um global konsistente LiDAR-Punktwolken zu erhalten, wurde eine neuartige extrinsische Kalibrierung mit einer einfachen, reflektierenden Warnweste vorgenommen. Diese Punktwolke wird zur Objekterkennung genutzt, um sie nach kleinen, mittleren und großen Fahrzeugen zu klassifizieren. Die klassifizierten Objekte erhalten eine Box und ein entsprechendes Label. Die LiDAR-Punktwolke wird außerdem um die Radarpunkte erweitert und in eine statische Kartierung gebracht. Damit wird der freie und belegte Raum bestimmt. Die erkannten statischen Objekte werden als Polygone im Netzwerk bereitgestellt. Ziel der Erprobung war es, ein Kollisionsszenario im Hafen Colrec-konform aufzulösen. Das haben wir mit Hilfe der nichtlinearen Optimierung erfolgreich geschafft. Unter Einhaltung verschiedener Nebenbedingungen, also festgelegte Höchstgeschwindigkeiten für die unterschiedlichen Fahrzeuge, Mindestabstände zu dynamischen und statischen Hindernissen und eben auch möglichst dicht an den initial geplanten Trajektorien zu bleiben. Anfrageübernahme, DENEP. DENEP automatisch. Anfrage an den Messine für die Kontrollübernahme. Und Messine auch Automatik und BELA auch Automatik. Alle 3 Fahrzeuge sind drin. In dieser Erprobungsphase konnten wir zum ersten Mal all unsere Fahrzeuge mit prädiktiven Reglern ausrüsten. Das sind vorausschauende Regler, die anhand eines mathematischen Bewegungsmodells die Bewegung des Fahrzeugs vorhersagen und auf dieser Grundlage dann regeln. Wir konnten unsere gesamte Sensorausstattung auf der DENEP anbringen und in Betrieb nehmen. Dazu gehören 6 LiDAR-Sensoren, ein Radar, eine Kamera, ein Beschleunigungssensor und ein GPS-Empfänger sowie die Recheneinheit. Dann konnten wir ebenfalls auf dem kleineren Schiff Messine auch unsere Sensorausstattung anbringen und in Betrieb nehmen. Wir konnten das GN2-Projekt dahingehend bereichern, dass wir unsere nautische Kompetenz mit einbringen konnten. Der
Sicherheitsgewinn sehe ich darin, dass auch das parallel begleitete Assistenzsystem entwickelt wurde, woran wir eben mit den gesetzten Stellgrößen eben erkennen können, welche Auswirkungen das direkt mit den gewählten Aktuatoren hat, sodass wir direkt sehen können, ob das ausreichend ist, das Manöver, oder eben nicht. Und wir in Zukunft eben diese automatische Steuerung dann auch schon sehen, dass wir das Schiff alleine fahren lassen konnten und wir auch schon mehr und mehr Vertrauen dahin gewonnen haben und in Zukunft vielleicht sagen können, wir können eine automatische Steuerung in Betrieb nehmen und das aber eben noch begleiten.